Die Sommerferien. Der letzte Schultag vor den Sommerferien war immer etwas Besonderes. Die Schüler konnten kaum stillsitzen, während die Minuten langsam verstrichen. Schließlich läutete die Glocke und ein Chor aus Jubel und Gelächter erfüllte die Flure der Schule. Die Sommerferien hatten begonnen. Sophie, eine 11-jährige Schülerin, hatte diese Ferien besonders herbeigesehnt. Ihre Familie würde das erste Mal seit Jahren einen Urlaub an der Nordsee verbringen. Mit gepackten Koffern und guter Laune stiegen Sophie, ihre Eltern und ihr kleiner Bruder Tim in das Auto. Die Fahrt dauerte mehrere Stunden, doch die Aussicht auf das Meer ließ die Zeit wie im Flug vergehen. Als sie endlich ankamen, erstreckte sich vor ihnen ein weiter, sandiger Strand, der sich im Abendlicht golden färbte. Das Ferienhaus, das sie gemietet hatten, lag nur wenige Gehminuten vom Wasser entfernt und war von einem kleinen, gemütlichen Garten umgeben. Sophie konnte es kaum erwarten, die Umgebung zu erkunden. Am nächsten Morgen wachte sie früh auf, geweckt vom Rauschen der Wellen und dem Ruf der Möwen. Schnell zog sie sich an und lief barfuß zum Strand. Der Sand war noch kühl unter ihren Füßen und das Meer erstreckte sich endlos vor ihr. Sophie liebte das Gefühl von Freiheit, das sie hier empfand. Sie sprang über die kleinen Wellen, sammelte Muscheln und ließ sich von der salzigen Brise ins Gesicht wehen. Ihre Eltern und Tim kamen bald nach und sie verbrachten den ganzen Tag am Strand. Sie bauten riesige Sandburgen, die Tim mit Feuereifer verteidigte, schwammen im kühlen Wasser und machten lange Spaziergänge entlang der Küste. Zum Mittagessen kehrten sie in ein kleines Strandcafé ein und genossen fangfrischen Fisch und Pommes. Sophie liebte es, wie das Essen hier schmeckte. Einfach und dennoch so besonders. Einer der schönsten Momente der Ferien war eine Wattwanderung. Ein ortskundiger Führer zeigte ihnen die faszinierende Welt des Wattenmeers. Sophie staunte über die vielen kleinen Lebewesen, die im Schlamm und unter den Steinen lebten. Sie lernten, wie sich die Natur den Gezeiten anpasste und wie wichtig es war, dieses fragile Ökosystem zu schützen. An einem besonders heißen Tag beschlossen sie, einen Leuchtturm zu besichtigen. Der Aufstieg war anstrengend, doch die Aussicht von oben war atemberaubend. Sophie konnte die ganze Insel überblicken, das Meer, die Dünen und die kleinen Dörfer, die sich wie ein Flickenteppich über die Landschaft erstreckten. Der Wind zerrte an ihrem Haar und ließ sie sich lebendig und frei fühlen. Die Abende verbrachten sie oft im Garten des Ferienhauses, grillten und erzählten Geschichten. Einmal machten sie ein Lagerfeuer am Strand und rösteten Marshmallows, während die Sonne langsam im Meer versank und den Himmel in ein Farbenmeer aus Rot, Orange und Violett tauchte. Tim lauschte gespannt den Geschichten, die ihr Vater erzählte, während Sophie verträumt in die Flammen starrte. Ein Highlight der Ferien war der Besuch eines kleinen Freizeitparks. Tim und Sophie fuhren mit der Achterbahn, die sich wie eine Schlange durch die Lüfte wand. Sie lachten und kreischten vor Freude, und selbst ihre Eltern ließen sich von der ausgelassenen Stimmung anstecken. Der Tag endete mit einem großen Feuerwerk, das den Nachthimmel in leuchtenden Farben erstrahlen ließ. Die Tage vergingen viel zu schnell und bald war es Zeit, Abschied zu nehmen. Am letzten Abend saß die Familie zusammen auf der Terrasse des Ferienhauses und sah dem Sonnenuntergang zu. Sophie fühlte sich glücklich und erfüllt. Diese Ferien würden ihr immer in Erinnerung bleiben. Nicht nur wegen der Abenteuer und der schönen Orte, die sie gesehen hatten, sondern vor allem wegen der Zeit, die sie gemeinsam als Familie verbracht hatten. Auf der Rückfahrt nach Hause dachte Sophie an all die schönen Momente zurück. Sie wusste, dass die Erinnerungen an diesen Sommer sie durch das kommende Schuljahr begleiten würden. Die Sommerferien an der Nordsee hatten ihr gezeigt, wie schön es war, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die man liebte, und die einfachen Dinge im Leben zu genießen.